Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure Schnittteile an einen Stoff ausrichten könnt, also das Ganze vorab schon im Affinity Designer, bevor ihr überhaupt den Schnitt projiziert. Das funktioniert natürlich am besten mit ganzen Stoffstücken, also wenn ihr jetzt einen ganzen Stoff gekauft habt, dann könnt ihr jetzt einfach beigehen und hier dieses Rechteck auswählen. Bevor ihr jetzt das Rechteck anlegt, ist es vielleicht ganz geschickt, eine eigene Ebene dafür anzulegen, damit ihr es nicht einfach in den anderen Ebenen drin habt. Dafür geht ihr einfach hier oben auf Ebene und sagt hier einmal neue Ebene. Und die wollen wir aber jetzt ganz unten angelegt haben, das heißt, die ziehen wir uns einfach ganz nach hier unten. Da können wir jetzt auch einfach reinschreiben, das ist unser Stoff. Und dann sollte diese Ebene markiert sein. Wir ziehen einfach den Stoff auf und schon habt ihr eine Stoffebene. Um jetzt natürlich unsere Größe einzugeben, wir haben ja meistens entweder, also eigentlich immer Zentimetermaße von unseren Stoffstücken, dann müssen wir natürlich hier das ganze Punkt umstellen. Da gehen wir einmal hier auf den Rechtsklick und sagen hier einmal in Zentimeter. Und jetzt können wir hier unten rechts auch Zentimeter eingeben. Tut mir leid, wenn es im Hintergrund ein bisschen quietscht. Mein Junior macht hier ein bisschen Krach. Und jetzt können wir hier sagen, welche Breite und welche Höhe unser Stoff hat. In meinem Fall ist es jetzt so, dass diese Schnittteile alle im Stoffbruch liegen. Das heißt, ich habe sie noch nicht dupliziert. Dann könnt ihr natürlich auch einfach, wenn ihr lieber im Stoffbruch zuschneidet, auch einfach nur die Hälfte eures Stoffes eingeben. Also meistens haben ja die Stoffe eine Breite von 1,40 Meter oder 1,50 Meter und dementsprechend gebt ihr jetzt einfach bei der Breite entweder 70 oder 75 cm ein. Dann habt ihr noch die entsprechende Höhe. Ich sage jetzt einfach mal, wir haben jetzt hier einen Meter. Dann geben wir hier den 1 Meter ein. Oder wir machen es vielleicht ein bisschen weniger, machen wir mal einfach nur 50. Dann kann man jetzt hier sich eventuell noch die Farbe überlegen. Welche Farbe hat denn mein Stoff? Dafür müssen wir hier die Füllung auswählen und können jetzt hier einfach sagen, okay, die Farbe hat mein Stoff, und damit wir es einfach besser sehen, gehen wir hier von der Deckkraft her noch ein bisschen weiter runter. Und jetzt können wir natürlich unseren Stoff ausrichten. Wenn ihr nur eine Größe habt, was ja im Normalfall zugeschnitten wird, dann können wir alle anderen Ebenen wegblenden und ich speichere mir das Ganze einfach unter einem separaten Namen ab, weil wenn ich jetzt natürlich anfange und hier nur eine Linie oder was verschiebe, dann sind ja hinterher die anderen Größen einfach durcheinander verschoben und deswegen speichere ich es einfach separat ab. Dann wähle ich jetzt mein Schnittteil aus und muss natürlich die Beschriftung dazu mit auswählen, damit ich auch die mit verschieben kann. Und jetzt kann ich mir das Ganze einfach hier positionieren, so wie ich es benötige. Und dann sehe ich eben schon, okay, erreicht denn mein Stoff aus für das Ganze oder eben nicht. Dementsprechend kann ich mir das Ganze anpositionieren. Und das nächste ist, wenn ihr jetzt eine relativ kleine Projektionsfläche habt, könnt ihr das Ganze natürlich anstatt mit dem Stoff auch mit einer Projektionsfläche machen und könnt euch dann auch Markierungslinien hinzufügen. Jetzt ist das hier ein Kinderschnitt, das heißt, da habe ich jetzt meistens keine Probleme mit der Projektionsgröße, aber ich sage jetzt einfach mal, das ist ein Erwachsenenschnitt. Jetzt markiere ich mir meine Projektionsgröße einfach in einer anderen Farbe, damit ich das weiß, was meine Projektionsfläche ist. Und ich sage jetzt einfach mal, meine Projektionsfläche ist die Größe. Das ist natürlich relativ klein, so klein wäre sie nicht. Aber dann könnte ich jetzt zum Beispiel auch einfach beigehen und hier gucken. Machen wir sie noch ein bisschen kleiner, vielleicht so, kommt vielleicht eher hin. Und dann würde ich jetzt zum Beispiel sehen, wenn das jetzt meine Projektionsgröße ist, dann müsste ich ja hier unten den Stoff schieben. Und da habe ich ja in dem Oberteil keine Markierungslinie drin. Dann kann ich jetzt entweder sagen, okay, ich lasse einfach das Rechteck so drin, oder aber mal mir einfach hier auf dieser Linie einfach eine Hilfslinie ein. Da nehme ich mir hier einfach diesen Zeichenstift.
Dann kann ich mir jetzt einfach hier auf der Linie einmal anklicken und gehe jetzt hier rüber, mache hier einen Doppelklick, dann ist diese Linie beendet. So, und wenn ihr dann die Markierungslinie drin habt, ihr könnt dann natürlich gegebenenfalls noch eine senkrechte Hilfslinie euch auch noch mit einzeichnen. In dem Fall brauchen wir es ja nicht, weil wir ja hier noch den Stoffbruch mit haben. Und wie gesagt, das wäre jetzt die Markierungslinie für das Verschieben von dem Schnitt. Das kommt natürlich immer darauf an, wie groß ist eure Projektionsfläche, beziehungsweise wie groß ist das Schnittmuster. Wie gesagt, hier ist es ja jetzt eigentlich ein Kinderschnitt, dann muss ich es normalerweise nicht schieben. Ich wollte es euch einfach nur anhand dieses Schnittes nochmal demonstrieren. Und genau, hier könnt ihr dann eben einfach schauen, okay, reicht euch der Stoff entsprechend aus? In dem Fall, wir haben ihn ja doppellagig genommen. Dann kann man jetzt auch sagen, okay, hier, das würde auch funktionieren. Ich muss den Schnitt jetzt nur noch einmal entsprechend drehen, beziehungsweise einmal spiegeln und dann einmal drehen, weil wir ja hier einen Stoffbruch haben, dass also der Stoffbruch überall auf der gleichen Richtung ist. Wenn ihr natürlich einen Musterstoff habt, dann müsst ihr es gegebenenfalls anders ausrichten. Und ups, genau. Damit euch das, was ich jetzt gerade gemacht habe, nicht passiert, könnt ihr auch einfach beigehen und hier euch diese Stoffebene auch sperren. Dafür gibt es hier oben ein ein Schlosssymbol. Dann könnt ihr einfach diese Ebene hier sperren, diese Ebene also anklicken, dann auf das Schlosssymbol und dann ist die Ebene gesperrt. Und jetzt könnt ihr hinten die Rechtecke nicht mehr verschieben. Wenn ihr natürlich hier die Projektionsfläche bearbeiten möchtet, müsstet ihr jetzt das Schlosssymbol einfach wieder auflösen. Dann könnt ihr euer Rechteck von der Projektionsfläche wieder verschieben. Das würde jetzt wieder frei verfügbar sein. Und wenn ihr das nicht benötigt, dann einfach sparen, dass ihr eben in Ruhe eure Schnittteile positionieren könnt und nicht das Ganze verschieben müsst. Hier hätte ich jetzt das Problem zum Beispiel, einen Ärmel würde ich noch herausbekommen, den anderen Ärmel nicht. Dann müsste ich mir also überlegen, okay, mache ich da irgendein Collar-Blocking noch mit rein oder aber habe ich einen Musterstoff oder eben keinen Musterstoff, kann ich den ein bisschen anders ausrichten. Das müsstet ihr einfach dann selber sehen. Oder aber ihr könnt jetzt hier natürlich nochmal verschiedene Varianten von der Positionierung ausprobieren, ob es nicht vielleicht doch ausreicht. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Abonniert gerne meinen Kanal und gutes Gelingen bei euren Projekten.